Lektion 1: Alte Leben. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie die Menschen vor 1000 Jahren gelebt haben, nicht wahr? Tiluf. Ihr Überleben war in hohem Maße von der Landwirtschaft, der Jagd und der Fischerei abhängig. Ich frage mich, wie es war, jeden Tag mit der Sonne aufzuwachen und das Land zu bearbeiten. Es muss harte Arbeit gewesen sein, aber es war auch lohnend, die Früchte ihrer Arbeit zu sehen. Und die Jagd? Das war wahrscheinlich ein ziemliches Abenteuer, rauszugehen, um Nahrung zu fangen. Ja, und stellen Sie sich das Fischen an den Flüssen vor. Es war für sie eine lebenswichtige Nahrungsquelle. Ich kann mir vorstellen, wie sie am Wasser sitzen und auf einen großen Fang warten. Ja, glaubst du, sie hatten spezielle Techniken zum Fischen? Wahrscheinlich taten sie das, indem sie Netze oder Speere benutzten. Es ist interessant, wie diese Fähigkeiten weitergegeben wurden. Lektion 2: Buffalo bestraft. Wussten Sie, dass die Buffalo Bills 1969 einen Spieler mit $1000 gedraftet haben? Wie viel? Das erscheint im Vergleich zu den heutigen Verträgen wie ein kleiner Betrag. Es ist unglaublich, wie sehr sich die Sportbranche seitdem weiterentwickelt hat. Tiluf. Wie waren die ersten Jahre für das Team nach diesem Draft? Sie müssen gerade erst begonnen haben, Ihren Ruf und Ihre Fangemeinde aufzubauen. Ich kann mir die Aufregung der Fans während dieser ersten Spiele vorstellen. Ja, die Energie im Stadion muss elektrisierend gewesen sein. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie diese frühen Spieler die Geschichte des Teams geprägt haben. Auf jeden Fall. Jedes Spiel wäre ein Sprungbrett für zukünftigen Erfolg gewesen. Lektion 3: Abgeschaffte Praktiken. Haben Sie von den Praktiken gehört, die auf den britischen Inseln abgeschafft wurden? Ja, es ist faszinierend, wie sich gesellschaftliche Normen im Laufe der Zeit ändern. Viele dieser Praktiken hatten tiefe Wurzeln in der Geschichte, nicht wahr? Das haben sie. Für die betroffenen Gemeinden muss es eine bedeutende Veränderung gewesen sein. Stellen Sie sich die Diskussionen und Debatten vor, die in dieser Zeit stattfanden. Die Menschen müssen eine starke Meinung zu den Änderungen und ihren Auswirkungen gehabt haben. Auf jeden Fall. Manche hätten die Änderungen begrüßt, andere hätten sich wahrscheinlich dagegen gewehrt. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie sich diese Veränderungen auf das tägliche Leben aller ausgewirkt haben. Ja, insbesondere in Teilen der Vereinigten Staaten, wo ähnliche Praktiken ebenfalls beendet wurden. Lektion 4: Melodien des Lebens. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie manche Lieder so starke Emotionen hervorrufen können? Tiluf. Es ist faszinierend, wie eine einfache Melodie uns in verschiedene Momente unseres Lebens versetzen kann. Tatsächlich glaube ich, dass große Songwriter über ein einzigartiges Talent verfügen. Ja, Elton John hat beispielsweise unzählige Melodien komponiert, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern. Seine Lieder erzählen oft Geschichten, nicht wahr? Ja, das tun sie. Jede Note scheint ein bestimmtes Gefühl oder Erlebnis einzufangen. Es ist fast magisch, wie er Texte und Musik kombiniert, um etwas Zeitloses zu schaffen. Dem kann ich nur zustimmen. Haben Sie schon einmal versucht, selbst ein Lied zu schreiben? Ich habe es einmal versucht, aber es war ein ziemlich komisches Desaster.
Lektion 5. Wichtige Dinge einpacken. Haben Sie bei den Reisevorbereitungen bereits entschieden, was Sie einpacken? Das habe ich tatsächlich. Komfort steht für mich an erster Stelle, deshalb nehme ich jede Menge bequeme Kleidung mit. Das klingt klug. Gerade auf langen Reisen ist es wichtig, sich wohlzufühlen. Auf jeden Fall. Ich habe auch darauf geachtet, Sonnencreme einzupacken. Niemand möchte einen Sonnenbrand. Sehr richtig. Ein Sonnenbrand kann den Urlaub zu einer schmerzhaften Erfahrung machen. Ja, ich habe diesen Fehler in der Vergangenheit gemacht und möchte ihn auf keinen Fall wiederholen. Haben Sie Bücher oder Unterhaltung für die Reise eingepackt? Ich habe ein paar Romane eingepackt, aber vielleicht lade ich auch ein paar Podcasts herunter. Podcasts sind ein toller Zeitvertreib. Welches Genre bevorzugen Sie? Lektion 6. Bedeutung des Wohlbefindens. Es ist wunderbar zu hören, dass Sie sich in letzter Zeit auf Ihr Wohlbefinden konzentriert haben. Ja, es kann manchmal eine Herausforderung sein, aber es ist entscheidend für unsere allgemeine Gesundheit. Ich stimme vollkommen zu. Es ist nicht immer einfach, im Leben die Balance zu halten, oder? Das ist es wirklich nicht. Doch die Vorteile überwiegen bei weitem die Herausforderungen. Haben Sie neue Aktivitäten ausprobiert, die Ihnen dabei helfen, sich zu konzentrieren? Ich habe angefangen, Yoga zu praktizieren und es war sehr aufschlussreich. Das klingt erfrischend. Yoga ist gut für Körper und Geist. Das ist es wirklich. Ich fühle mich nach jeder Sitzung zentrierter und entspannter. Vielleicht sollte ich mich dir irgendwann einmal anschließen. Ich könnte etwas von dieser 10 Energie gebrauchen. Lektion 7. Durchdachte Geschenke. Ich glaube, unser Freund wird unser aufmerksames Geschenk auf jeden Fall zu schätzen wissen. Ich stimme zu. Es zeigt, wie wichtig uns unsere Freundschaft ist und wie sehr wir sie schätzen. Genau. Gut durchdachte Geschenke bedeuten oft mehr als teure. Ja, es ist der Gedanke hinter dem Geschenk, der wirklich zählt. Haben Sie sich überlegt, wie Sie das Geschenk überreichen? Ich überlege, es schön zu verpacken und eine persönliche Notiz hinzuzufügen. Das klingt wunderbar. Eine persönliche Note kann es noch spezieller machen. Es geht darum, unserem Freund ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Ich kann es kaum erwarten, Ihren Gesichtsausdruck zu sehen, wenn Sie es erhalten. Lektion 8. Laufreise. Klar, ich würde gerne von deiner Laufkarriere hören. Viel Erfolg beim Training. Vielen Dank. Ich habe hart daran gearbeitet, meine Ausdauer und Geschwindigkeit zu verbessern. Das ist lobenswert. Das Training für einen Lauf erfordert Disziplin und Hingabe. Das stimmt wirklich. Ich musste auf meinem Weg viele Herausforderungen meistern, aber ich bin entschlossen. Jeder Läufer hat eine einzigartige Geschichte. Was hat Sie dazu inspiriert, anzufangen? Ich wollte einen gesünderen Lebensstil führen und mich körperlich herausfordern. Das ist eine tolle Motivation. Laufen kann ein so befreiendes Erlebnis sein. In der Tat, ich stelle oft fest, dass es meinen Kopf frei macht und meine Stimmung hebt. Ich bewundere Ihr Engagement. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Ihre Ziele erreichen. Lektion 9. Bedenken hinsichtlich der Atmung.
Ja, ich habe manchmal Atemnot, besonders bei anstrengenden Aktivitäten. Das kann besorgniserregend sein. Es ist wichtig, auf solche Symptome zu achten. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und bei Bedarf Hilfe zu suchen. Auf jeden Fall. Haben Sie mit einem Arzt darüber gesprochen? Noch nicht, aber ich habe es vor. Ich glaube, es ist ratsam, eine professionelle Meinung einzuholen. Das klingt vernünftig. Ich würde dir empfehlen, vorsichtshalber deine Lunge untersuchen zu lassen. Ja, das werde ich tun. Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder? Ja, Ihre Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es bedeutet mir sehr viel. Lektion 10. Angebote finden. Bei der Ruf. Planung einer Reise Jeder ist freut es sich über ein ratsam, gutes nach Hotels Schnäppchen, zu wenn suchen, es die um Reisen geht. Sonderangebote oder Rabatte anbieten. Haben Sie gute Angebote für unsere bevorstehende Reise gefunden? Ich habe online gesucht und einige tolle Optionen gefunden. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Frühzeitiges Buchen sichert auf bessere Preise. Ja, und viele Hotels bieten exklusive Rabatte für Frühbucher. Es geht darum, einfallsreich zu sein und das Beste aus unserem Budget zu machen. Ich stimme voll und ganz zu. Reise muss nicht teuer sein. Lassen Sie uns unsere Suche fortsetzen und unsere Unterkunft festlegen. Lektion 11. Routine nach dem Training. Was tun Sie normalerweise, um nach dem Training abzuschalten? Normalerweise dusche ich, um mich zu erfrischen. Irre. Ich mache das Gleiche, aber ich gönne mir danach oft einen Proteinzacke. Es fühlt sich wie eine Belohnung für meine Anstrengung an. Das klingt herrlich. Ich muss zugeben, ich brauche manchmal länger unter der Dusche und genieße das warme Wasser. Das klassische Ritual nach dem Training. Es hilft, die Muskeln zu entspannen, nicht wahr? In der Tat. Und ich finde es immer amüsant, wenn mein Haar durch das Wasser wie ein nasser Mopp aussieht. Oh, das ist ein tolles Bild. Ich kann mir vorstellen, wie du wie ein durchnässter Superheld auftauchst. Ja, vielleicht sollte ich einen Trend starten. Der Witmuk-Look. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Es könnte der Beginn eines neuen Modestatements sein. Lektion 12. Das Bodybuilding-Experiment. Haben Sie gehört, dass Bodybuilder mit synthetischen Steroiden experimentieren? Ja, das habe ich. Es ist ein ziemlich kontroverses Thema in der Fitness-Community. In der Tat. Einige glauben, dass es die Leistung steigert, während andere argumentieren, dass es gefährlich ist. Es wirft sicherlich Fragen zur Gesundheit und Ethik im Sport auf. Ich finde es faszinierend, wie das Streben nach Perfektion zu solchen Extremen führen kann. Syluf, man fragt sich, wie weit einzelne Menschen gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Es ist wie eine moderne Herkules-Geschichte, nur dass sie mit mehr Risiken verbunden ist. Was für ein Vergleich. Ich nehme an, das Streben nach Stärke war schon immer ein Teil der menschlichen Natur. In der Tat. Aber manchmal frage ich mich, ob sie die langfristigen Folgen bedenken.
Lektion 13. Historische Betrachtungen. Haben Sie sich mit den Ereignissen während des Krieges beschäftigt, als England Deutschland bombardierte? Ja, es war ein bedeutender Moment in der Geschichte. Die Zerstörung war immens. Es ist erstaunlich, wie Kriege ganze Nationen verändern können. Tatsächlich, die Absicht bestand darin, Fabriken zu zerstören und die Produktion zu stören. Doch die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung waren verheerend. Das wirft moralische Fragen auf, nicht wahr? Suf, der Verlust unschuldiger Leben ist immer tragisch. Es ist eine harte Erinnerung an die Folgen von Konflikten. Und doch wiederholt sich die Geschichte oft. Es soll künftigen Generationen eine Lehre sein, Diplomatie statt Krieg zu bevorzugen. Lektion 14. Die Bedeutung der Zeit. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Flug zu verpassen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich verstehe das vollkommen. Reisen kann ziemlich unvorhersehbar sein. In der Tat, haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie in letzter Minute in Eile waren, um einen Flug zu erwischen? Wo viel zu oft. Es ist ziemlich stressig, nicht wahr? Sehr sogar. Ich komme lieber früh am Flughafen an, um Überraschungen zu vermeiden. Eine hervorragende Strategie. Ich werde diesen Ansatz selbst übernehmen. Ja, man kann vor dem Einsteigen gemütlich einen Kaffee genießen. Und vielleicht noch ein paar Last-Minute-Einkäufe machen. Genau, das ist der Silberstreif am Horizont, wenn man früh dran ist. Lektion 15. Projektdiskussionen. Ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Ergebnisse abgedeckt. Ich stimme zu. Sollen wir zum nächsten Thema übergehen? Ja, ich glaube, es ist wichtig, die Dynamik aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Was steht als nächstes auf unserer Tagesordnung? Ich möchte den Zeitplan für unser bevorstehendes Projekt besprechen. Das klingt perfekt. Zeitpläne sind entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung. In der Tat, es ist wichtig, realistische Ziele zu setzen. Und um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Kommunikation ist der Schlüssel, wie man so schön sagt. Lektion 16. Verbindung zur Heimatstadt. Also, woher kommen Sie ursprünglich? Ich komme aus einer Kleinstadt auf dem Land. Also, Ich komme aus einer geschäftigen Stadt, die ganz anders ist. das muss aufregend sein. Was gefällt Ihnen am Stadtleben am besten? Die Lebendigkeit und Vielfalt der Menschen sind belebend. Das klingt wunderbar. Ich genieße die Ruhe meiner Stadt. Gerade nach einem hektischen Tag hat die Ruhe ihren Reiz. Auf jeden Fall. Es ist schön, dem Trubel zu entfliehen. Was vermissen Sie am meisten an Ihrer Heimatstadt, wenn Sie weg sind? Lektion 17. Demokratische Ideale. Unser demokratischer Glaube ist mehr als nur ein Glaubensbekenntnis. Er ist ein Ideal, das wir in uns tragen. In der Tat, es repräsentiert unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Der Glaube an Gleichheit und Gerechtigkeit ist ziemlich mächtig, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es ist die treibende Kraft für Fortschritt und Wandel. Es ist wichtig, diese Werte in unserem täglichen Leben hochzuhalten. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen danach streben, diese Ideale zu verkörpern. Jeder von uns hat bei der Gestaltung der Gesellschaft eine Rolle zu spielen. Ja, und es ist wichtig, andere zu ermutigen, sich uns anzuschließen. Gemeinsam können wir viel bewirken. Lektion 18. Naturbeobachtungen. Ich habe vor kurzem ein paar glitschige Schlangen im Garten gesehen. Wie faszinierend. Hatten sie unterschiedliche Farben? Ja, einige hatten eine sehr helle Haut, fast hypnotisierend. Das klingt faszinierend. Hatten sie Angst? Ein bisschen, aber ich war eher neugierig als verängstigt. Die Natur überrascht uns immer wieder, nicht wahr? Tatsächlich, jede Begegnung lehrt uns etwas Neues. Ich schätze diese Perspektive. Sie macht die Naturbeobachtung noch angenehmer. Ja, es geht darum, die Erfahrung anzunehmen. Lektion 19. Unterstützung durch geliebte Menschen. Denken Sie daran, dass Sie die Unterstützung Ihrer Lieben haben. Ja, ihre Unterstützung macht einen gewaltigen Unterschied. Das tut es wirklich. Es gibt Kraft in schwierigen Zeiten. Ruf. Zu wissen, dass jemand an dich glaubt, ist erhebend. Ich fühle mich oft motivierter, wenn ich weiß, dass ich nicht allein bin. Doch es schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit. Wir sollten diese Beziehungen schätzen, denn sie sind von unschätzbarem Wert. Sehr wahr. Sie erinnern uns daran, dass wir gemeinsam stärker sind. Sorgen wir also dafür, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Lektion 20. Filmszeit. Vielleicht schaue ich mir dieses Wochenende ein paar Filme an. Das klingt entspannend. Welche ziehen Sie in Betracht? Mir fallen ein paar ein, aber ich kann mich nicht entscheiden, welche ich mir zuerst ansehen soll. Vielleicht könnten Sie mit einer Komödie beginnen, um die Stimmung aufzulockern. Tolle Idee. Lachen ist ein wunderbarer Stressabbau. Ruf. Es ist wie ein sofortiger Stimmungsaufheller. Danach tauche ich vielleicht in einen spannenden Aktionfilm ein. Eine perfekte Balance. Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen? Ich habe mir vor kurzem einen Krimi angesehen, der mich bis zum Ende im Ungewissen ließ. Lektion 21. Die Freude am Wissen. Es macht so viel Freude, neues Wissen zu erwerben und neue Leute kennenzulernen. Dem kann ich nur zustimmen. Waren Sie in letzter Zeit auf interessanten Veranstaltungen? Ja, ich habe an einem Seminar zum Thema kulturelle Vielfalt teilgenommen. Es war aufschlussreich. Das klingt faszinierend. Was hat Sie am meisten fasziniert? Mir haben die Diskussionen darüber, wie Kulturen sich gegenseitig beeinflussen, gefallen. Das ist ein tiefgründiges Thema. Hast du dort jemanden Interessantes kennengelernt?
Tatsächlich habe ich einen Professor getroffen, der interkulturelle Kommunikation studiert. Wie versendet. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Sie erzählte einige komische Anekdoten aus ihrer Forschung. Lektion 22. Die Freude am neuen Leben. Die Geburt eines Babys bereitet uns so viel Freude, wir hören seinen ersten kleinen Schrei. In der Tat, es ist ein bemerkenswerter Moment voller Hoffnung und Glück. Ich denke oft an die Aufregung, die es für Familien mit sich bringt. Beruf. Es ist ein Neuanfang und eine neue Reise für alle Beteiligten. Und der Schrei des Kleinen ist wie eine Symphonie des Lebens, nicht wahr? Das ist eine schöne Art, es auszudrücken. Es bedeutet den Beginn von etwas Wunderbarem. Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie ein Baby im Arm hielten? Verf. Ich war erstaunt, wie winzig sie sind und doch voller Potenzial. Es ist erstaunlich. Jedes Baby trägt das Versprechen der Zukunft in sich. Lektion 23. Herausforderungen beim Zeitmanagement. Das ist beruhigend. Und wie steht es mit dem Zeitmanagement? Es kann eine Herausforderung sein, aber oft hilft es, einen Plan zu machen. Ich stimme voll und ganz zu. Die Priorisierung von Aufgaben ist unerlässlich. Beruf. Ich finde, dass ich durch die Erstellung eines Tagesplans auf Kurs bleibe. Das ist eine großartige Strategie. Manchmal fällt es mir schwer, an meinen Plänen festzuhalten. Es kann schwierig sein. Vielleicht hilft es, Erinnerungen einzurichten. Ausgezeichnete Idee. Ein kleiner Anstoß kann einen großen Unterschied machen. Und vergessen Sie nicht, Pausen einzuplanen. Sie können die Produktivität steigern. Sehr wahr. Manchmal hilft es, den Kopf frei zu bekommen, wenn man einen Moment Abstand hält. Lektion 24. Kulturelle Verbindungen. Ich empfinde oft Trauer darüber, dass ich von meinen Wurzeln getrennt wurde. Ich verstehe dieses Gefühl. Aus der vertrauten Kultur verstoßen zu werden, ist schwierig. In der Tat, es fühlt sich an, als würde man einen Teil von sich selbst verlieren. Es kann isolierend wirken, insbesondere wenn man Kraft aus seiner Gemeinschaft schöpft. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Wege zu finden, diese kulturellen Bindungen wiederherzustellen. Vielleicht kann die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen helfen. Das ist eine brillante Idee. Sie könnte das Zugehörigkeitsgefühl wieder aufleben lassen. Ver Erlebnisse mit anderen zu teilen kann unglaublich erfüllend sein. Lassen Sie uns nach solchen Gelegenheiten suchen, um unser Erbe zu bewahren. Lektion 25. Reiseplanung. Ich muss meine Reiseroute planen und eine Unterkunft buchen. Das klingt spannend. Wohin möchten Sie reisen? Ich überlege, mehrere Städte in Europa zu besuchen. Fantastisch. Europa hat so viel zu bieten. Wie fangen Sie an? Ich werde zunächst die Städte und ihre Sehenswürdigkeiten recherchieren. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft zu wissen, was einen erwartet. Ja, und ich möchte auch lokale Restaurants entdecken, die ich erkunden kann. Kulinarische Erlebnisse sind auf Reisen unerlässlich.
Auf jeden Fall. Die lokale Küche zu probieren ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Lektion 26: Berichte erstellen. Wir erstellen einen ausführlichen Bericht mit Empfehlungen und Prognosen. Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe. Worauf wird der Schwerpunkt des Berichts liegen? Ich glaube, wir sollten Markttrends und Verbraucherverhalten analysieren. Ausgezeichnete Idee. Für wirksame Empfehlungen ist es entscheidend, das Publikum zu verstehen. Genau. Wir sollten auch visuelle Elemente einbinden, um die Daten ansprechender zu gestalten. Das würde den Bericht deutlich verbessern. Menschen reagieren oft besser auf visuelle Darstellungen. Ich werde in dieser Hinsicht die Führung übernehmen. Perfekt. Gemeinsam erstellen wir einen umfassenden und aussagekräftigen Bericht. Ich freue mich darauf. Durch die Teamarbeit macht es Spaß. Lektion 27: Vertraulichkeit ist wichtig. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir werden eine strenge Vertraulichkeitsklausel einschließen. Ich stimme voll und ganz zu. Der Schutz sensibler Informationen hat oberste Priorität. Es schafft Vertrauen bei unseren Kunden und Stakeholdern. Ja, Sie müssen sich sicher fühlen, wenn Sie Ihre Daten mit uns teilen. Ich werde die Klausel so formulieren, dass sie alle notwendigen Punkte abdeckt. Ein guter Plan. Es ist wichtig, in diesen Angelegenheiten gründlich vorzugehen. Sobald wir die Klausel fertiggestellt haben, können wir sie in unsere Verträge integrieren. Tja, das schafft Klarheit für alle Beteiligten. Ich bin froh, dass wir uns in dieser Hinsicht einig sind. Lektion 28: Motivation in der Teamarbeit. Auf jeden Fall. Wir können uns gegenseitig motivieren, noch mehr zu geben, oder? In der Tat, ein Unterstützungssystem zu haben, macht den Unterschied. Das tut es. Ein wenig Ermutigung kann viel bewirken. Ich finde, dass das Setzen gemeinsamer Ziele unsere Motivation steigern kann. Tolle Idee. Es schafft ein Gefühl der Verantwortlichkeit. Und das Feiern kleiner Erfolge hält die Dynamik aufrecht. Genau. Es ist wichtig, den Fortschritt auf dem Weg anzuerkennen. Ich freue mich darauf, uns gegenseitig zu unseren Zielen zu motivieren. Ich auch. Gemeinsam können wir Großes erreichen. Lektion 29: Organisationstipps. Haben Sie es schon mit Körben oder Regalen versucht? Sie wirken Wunder bei der Organisation. Das habe ich. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Räume sauber zu halten. Genau. Ich finde es toll, wie Sie den Stauraum maximieren und gleichzeitig die Dinge zugänglich halten. Tja, es ist auch ästhetisch ansprechend. Ich finde, dass farblich abgestimmte Körbe alles ordentlicher aussehen lassen. Besuch. Es verleiht der Zweckmäßigkeit einen Hauch von Stil. Haben Sie einen Lieblingsorganisationstipp? Ich empfehle immer vor dem Aufräumen aufzuräumen. Das erleichtert den Prozess. Ich stimme zu. Manchmal ist weniger wirklich mehr.
Lektion 30. Aufgehender Stern. Haben Sie von der jungen Schauspielerin gehört, die mit ihren beiden jüngeren Halbbrüdern angefangen hat? Da Es ist erstaunlich, wie sie mit 12 Jahren zum Star wurde. Ziemlich bemerkenswert. Wenn ich mich recht erinnere, wurde sie für eine Londoner Produktion gecastet. Südhof. Es ist inspirierend zu sehen, wie jemand schon in so jungen Jahren seine Träume verwirklicht. Ich frage mich, welchen Herausforderungen sie auf ihrem Weg begegnen musste. Es muss ein turbulentes Erlebnis gewesen sein, in so jungen Jahren den Weg zum Ruhm zu finden. Ich bewundere ihre Entschlossenheit. Es erfordert viel harte Arbeit, um erfolgreich zu sein. In der Tat, ich bin gespannt, wie sich ihre Karriere entwickelt. Ich auch. Es wird spannend sein, ihre Entwicklung als Schauspielerin zu beobachten. Lektion 31. Klasse und Küche. Sie haben also zweimal pro Woche Unterricht? Ja, das tue ich. Es ist durchaus überschaubar. Das ist großartig. Wie sieht es mit den Essensmöglichkeiten in der Nähe aus? Das Essen ist recht abwechslungsreich, was ich sehr schätze. Vielfalt in der Ernährung kann im täglichen Leben einen erheblichen Unterschied machen. Südhof. So bleibt die Sache interessant. Welche Arten der Küche mögen Sie am liebsten? Ich liebe besonders italienisches und thailändisches Essen. Beide sind eine ausgezeichnete Wahl. Sie bieten so reichhaltige Aromen. Lektion 32. Weltanschauung. Wenn man sich für eine starre Weltanschauung entscheidet, könnte man genauso gut tot sein. Das ist eine ziemlich krasse Perspektive, aber ich verstehe, was Sie meinen. Eine engstirnige, absolutistische Sichtweise kann die eigenen Erfahrungen einschränken. In der Tat. Es ist jedoch der einfachere Weg. Das stimmt, aber es verhindert auch Wachstum und Verständnis. Auf jeden Fall. Komplexität zu akzeptieren kann eine Herausforderung sein, aber auch lohnend. Es eröffnet uns eine Welt voller Möglichkeiten und Perspektiven. Ja, und es fördert Empathie und Verbundenheit mit anderen. Genau, eine breitere Denkweise kann unser Leben bereichern. Lektion 33. Sternschnuppen. Haben Sie schon einmal Sternschnuppen beobachtet? Ja, sie sind wirklich faszinierend. Sie schießen über den Himmel und hinterlassen Spuren aus Sternenstaub. Es ist, als würden sie die Nacht mit Licht bemalen. Tatsächlich, Sternschnuppen scheinen den gesamten Himmel zu erhellen. Sie rufen ein Gefühl von Wunder und Magie hervor, nicht wahr? Absolut. Jedes fühlt sich wie ein kleines Wunder an. Ich wünsche mir immer etwas, wenn ich eines sehe. Es ist eine schöne Tradition. Was wünschen Sie sich normalerweise? Lektion 34. Strandspass. Ist das Wasser am Strand warm genug zum Schwimmen? Ja, viele Kinder lernen am Strand schwimmen und spielen gerne im Wasser. Das klingt nach einem wunderbaren Erlebnis. Das ist es wirklich. Der Ozean hat etwas Magisches. Kinder müssen beim Planschen viel Spaß haben.
Ruf. Es ist ein Ort zum Lachen und zur Freude. Ich kann mir die Aufregung in Ihren Stimmen vorstellen. Der, der Strand ist voller Leben und Energie. Haben Sie Lieblingserinnerungen an den Strand? Lektion 35. Walisische Lieder. Haben Sie Ihre Lieder in walisischer Sprache gehört? Ja, sie sind ganz bezaubernd. Ich finde es faszinierend, dass Charlotte schon als Kleinkind begann, beim Radio mitzusingen. Es ist bemerkenswert, wie früh Talente gefördert werden können. Bereits im Alter von 5 Jahren faszinierte sie ihr Publikum. Das ist beeindruckend. Ihre Leidenschaft für Musik ist deutlich spürbar. In der Tat, es unterstreicht die Bedeutung des kulturellen Erbes in der Musik. Ruf. Walisische Lieder erzählen reiche Geschichten und Traditionen. Ich schätze, wie Musik uns mit unseren Wurzeln verbinden kann.